some people were really upset that I didn't put my father on that list. I'm not trying to avoid acknowledging everything that he's done for me. Sie hat ihr Leben im Rampenlicht verbracht. Sie hat sein Erbe verteidigt, seinen Namen geehrt und die Last eines Nachnamens getragen, der auf der ganzen Welt bekannt ist. Aber jetzt hat Paris Jackson einen Schritt gemacht, der Fans und Insider gleichermaßen verblüfft hat. Nach Jahren des Geflüsters und wilder Gerüchte sind nun endlich DNA-Ergebnisse aufgetaucht. Und sie deuten auf eine Wahrheit hin, mit der sie nie gerechnet hat. Bevor wir verraten, was die Tests ergeben haben und wie Paris darauf reagiert hat, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Glauben Sie, dass die DNA ändert? Wer Ihre echten Eltern sind? Geben Sie 1 für Ja oder 0 für Nein ein. Was genau hat die DNA enthüllt? Und warum hat sie Paris zu einem so drastischen und emotionalen Schritt veranlasst? Finden wir es heraus. Die Jackson-Familiendynastie. Paris Jackson, die Tochter des berühmtesten modernen Musikers der Welt, hat viel durchgemacht. Vor kurzem hat sie jedoch enthüllt, dass Michael nicht ihr Vater ist, wie ein DNA-Test ergab. Um den Ernst der Lage zu begreifen, müssen wir jedoch zunächst feststellen, warum sie die Prüfung überhaupt abgelegt hat. Diese Geschichte führt uns mehrere Jahrzehnte zurück in Michaels Jugend. Wie Sie wissen, ist der Name der Jackson-Familie mit Musik, Talent und einem unvergleichlichen Vermächtnis verbunden, das Generationen geprägt hat. Sie haben klein angefangen, sich aber zu einer weltweiten Ikone des Erfolgs in der Unterhaltungsbranche entwickelt. Michael Jackson, der King of Pop, stand im Mittelpunkt des Geschehens. Sein unendlicher Ruhm festigte den Status der Jackson-Familie als kulturelle Idole. Die Jacksons stammen aus Gary, Indiana, einer bescheidenen Industriestadt, in der die Wurzeln ihrer unglaublichen Reise gepflanzt wurden. Der Patriarch und die Matriarchin der Familie, Joe und Catherine Jackson, hatten 9 Kinder. Joe Jackson, ein ehemaliger Stahlwerker mit einem Traum, erkannte, dass seine Kinder außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten hatten. Unter seiner strengen Aufsicht wurden die Jackson 5 gegründet, bestehend aus Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael, dem Jüngsten. Ihre Debütsingle I Want You Back stürmte an die Spitze der Charts und wurde von einer Reihe von Singles gefolgt, darunter ABC, I'll Be There on the Love You Save. Ihr Erfolg schuf die Marke Jackson in der Musikindustrie, öffnete den Weg für individuelle Karrieren und zementierte ihren Einfluss auf zukünftige Generationen von Künstlern. Michael stach unter den Jackson-Geschwistern hervor. Schon als jugendlicher Sänger der Jackson 5 zog Michael mit seiner Ausstrahlung und seinem Gesangstalent die Fans in seinen Bann. Seine Solokarriere verhalf ihm jedoch zu einem noch nie dagewesenen Ruhm. Off the Wall wurde 1979 veröffentlicht und markierte den Beginn seiner Solokarriere. Songs wie Don't Stop Until You Get Enough und Rock With You läuteten seinen Aufstieg zu einer weltweiten Berühmtheit ein. Dann kam 1982 Thriller, ein kulturelles Phänomen, das heute das meistverkaufte Album aller Zeiten ist. Mit innovativen Videos zu Songs wie Billie Jean, Beat It und Thriller machte Michael das Musikvideo zu einer Kunstform. Michael veröffentlichte weiterhin Alben, die seine Fähigkeit zur Innovation unter Beweis stellten und gleichzeitig seinen Wurzeln treu blieben. Seine Konzerte, bei denen er den kultigen Moonwalk und eine herausragende Theatralik zeigte, waren legendär. Trotz seines Erfolges war sein Leben voller Schwierigkeiten, darunter ständige Aufmerksamkeit der Medien, persönliche Ängste und strittige Anklagen. Familiäre Beziehungen sind eine komplizierte Verbindung. Hinter den Kulissen ihres öffentlichen Triumphs navigierten die Jacksons durch die Komplikationen von Berühmtheit und familiären Beziehungen. Michael erlebte sowohl Liebe als auch Konflikte mit seinen Brüdern, und ihre Zusammenarbeit und gemeinsame Geschichte förderten eine starke Bindung. Eifersucht, Konkurrenzdenken und Michaels ungewöhnliches Rampenlicht verursachten häufig Probleme. Joe Jackson, das ehrgeizige und zugleich diktatorische Oberhaupt der Familie, wurde sowohl respektiert als auch gefürchtet. Sein unerbittliches Streben nach Spitzenleistungen hatte seinen Preis, wie mehrere seiner Kinder, darunter Michael, später bezeugten, die emotionalen und körperlichen Belastungen, denen sie unter seiner Aufsicht ausgesetzt waren. Catherine hingegen war eine liebevolle und stabilisierende Präsenz in der Familie, die die Höhen und Tiefen mit ihrem unerschütterlichen Glauben und Mitgefühl ausglich. Trotz dieser Hindernisse blieb die Familie durch ihre gemeinsamen Prüfungen und Errungenschaften eng verbunden.
Sie unterstützten sich gegenseitig, vor allem in schwierigen Zeiten, und bildeten eine einheitliche Identität als die Jacksons, eine eigenständige Musikdynastie. Eine neue Generation trat an, um das Erbe der Jackson-Familie fortzuführen. Michaels drei Kinder Prince, Paris und Blanket, jetzt Biggie genannt, standen nach seinem tragischen Tod im Jahr 2009 im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Das frühe Leben von Paris Jackson. Die Michael Paris, Catherine Jackson, war die einzige Tochter des legendären Entertainers Michael Jackson und Debbie Rowe. Sie war das zweite Kind des Paares. Es war vorherbestimmt, dass ihr Leben spektakulär sein würde. Debbie, eine dermatologische Krankenschwester, die Michael kennengelernt hatte, als er wegen seines Hautproblems, der Vitiligo, behandelt wurde seine Geliebte. Michael, der zu diesem Zeitpunkt zu einer weltweiten Berühmtheit geworden war, sehnte sich nach einer Familie und fand in Debbie eine Partnerin. Ein Ort, der für Michael, der Paris häufig als einen seiner Lieblingsorte auf der Welt bezeichnete, eine persönliche Bedeutung hatte, war die Inspiration für den Song, der von der französischen Hauptstadt abgeleitet wurde, Michael Jacksons Mother, die eine zentrale Rolle in der Jackson-Familie spielte, erhielt den zweiten Vornamen Catherine, um ihren Beitrag zu würdigen. Die Geburt von Paris wurde von der Öffentlichkeit mit großer Spannung erwartet und von den Medien aufmerksam verfolgt, was die große Popularität ihres Vaters widerspiegelt. Die Ankunft von Paris wurde mit Spannung erwartet, und ihre Geburt war von Intrigen umwittert. Michael, der häufig seine tiefe Zuneigung zu seinen Kindern zum Ausdruck brachte, umarmte sie von Beginn ihrer Beziehung an. Michael kümmerte sich allein um seine Kinder, und obwohl er ein alleinerziehender Vater und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt war, war es Michaels Ziel, seinen Kindern eine Atmosphäre der Fürsorge und Liebe zu bieten. Debbie gab das Sorgerecht für Paris kurz nach deren Geburt auf. Als Paris klein war, verbrachte sie ihre Kindheit auf der Neverland Ranch, Michaels weitläufigem Haus in Los Olivos, Kalifornien. Es war ein Zufluchtsort, der Michaels Fantasie und seinen Wunsch nach einer perfekten Kindheit widerspiegelte, die er selbst nie erlebt hatte. Die Ranch, die nach dem magischen Reich in Peter Pan benannt war ein Zufluchtsort. Neverland war ein fantastisches Gebiet mit Vergnügungsparks, einem Zoo und wunderschönen Gärten, die Paris und ihre Geschwister als ein herrliches Nirvana betrachteten. Michael unternahm enorme Anstrengungen, um seinen Kindern eine Kindheit voller Freude und Wunder zu ermöglichen. Er organisierte für seine Kinder häufig Spieleabende, Schatzsuchen und Partys auf dem Anwesen. Während ihrer Kindheit hatten Paris und ihre Geschwister die Möglichkeit, im Zoo mit exotischen Tieren in Kontakt zu kommen, was in Paris eine Liebe zur Natur weckte, die sie bis ins Erwachsenenalter mitnahm. Die Ranch war mehr als nur ein Ort zum Leben, sie war ein perfekter Zufluchtsort, an dem man dem Wahnsinn der Außenwelt entfliehen und sich in Frieden fühlen konnte. Vor allem aber war Paris gezwungen, ihre Kindheit auf Neverland zu verbringen, wo sie vom Ruhm ihres Vaters weitgehend abgeschirmt war. Trotz ihrer opulenten Umgebung vermittelte Michael ihr die Prinzipien Mitgefühl, Demut und Kreativität. Von Zeit zu Zeit widmete er Paris und ihren Geschwistern seine Zeit, um sie über Musik zu unterrichten und sie zu ermutigen, ihre musikalischen Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. In späteren Interviews sagte Paris, sie habe eine enge Beziehung zu ihrem Vater aufgebaut und beschrieb ihn als die Person, zu der sie am meisten aufblickte und die fürsorglichste und gutherzigste Person, der sie je begegnet war. Hat sie jemals daran gezweifelt, dass er ihr Vater ist? Wir werden uns dieser Frage bald widmen. Trotz Michaels Bemühungen, Paris und ihre Brüder vor den unerbittlichen Blicken der Medien zu schützen, machte es ihm die Besessenheit der Öffentlichkeit von seinem Leben schwer, eine perfekte Anonymität zu wahren. Um ein gewisses Maß an Geheimhaltung zu wahren, trug Michael häufig Masken oder Schleier über den Gesichtern seiner Kinder, wenn sie sich an öffentlichen Orten aufhielten. Michael war der festen Überzeugung, dass dies zu ihrem Schutz unerlässlich war, auch wenn diese seltsame Technik sowohl Aufmerksamkeit als auch Kontroversen hervorrief. In der Anfangszeit trat Paris bei ihren ersten öffentlichen Auftritten häufig an der Seite ihres Vaters auf. Die Paparazzi waren unerbittlich auf der Jagd nach jedem Blick auf die Jackson-Kinder, obwohl sie noch ein kleines Kind war. Michael, der sich der Schwierigkeiten, die seine Popularität mit sich brachte, durchaus bewusst war, managte diese Auftritte mit äußerster Sorgfalt und Liebe zum Detail. Bei seinem berüchtigten Balkonvorfall in Berlin hängte er Paris' jüngeren Bruder Blanket vorübergehend über den Rand eines Hotelbalkons.
Dieser Moment war eine der denkwürdigsten Erfahrungen seines Lebens. Obwohl Paris an dieser Episode nicht direkt beteiligt war, diente sie als Beispiel für die enorme öffentliche und mediale Aufmerksamkeit, der die Familie ausgesetzt war. Diese Auftritte waren nicht nur bizarr für Paris, sondern auch eine prägende Erfahrung für sie, die ihr einen frühen Einblick in das Wesen der Berühmtheit verschaffte. Michaels Kinder wurden im Laufe der Zeit immer erkennbarer. Dennoch sorgten die Bemühungen ihres Vaters dafür, dass sie trotz der seltsamen Umstände, die sie erlebten, so viel Normalität wie möglich bewahrten. Die frühen öffentlichen Momente, die Paris erlebte, waren zwar oft überwältigend, halfen ihr aber, ihren einzigartigen Platz in der Welt besser zu verstehen. Am 25. Juni 2009 wurde die Familie Jackson von einer Tragödie heimgesucht. Leider verstarb Michael an den Folgen einer schweren Trunkenheit. Obwohl Paris damals erst 11 Jahre alt war, war sie vom Tod ihres geliebten Vaters zutiefst erschüttert. Sie und ihre Geschwister wurden durch Michaels Tod ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt, was einen Wendepunkt in ihrem Leben bedeutete. Catherine, die Matriarchin der Familie, übernahm nach Michaels Tod die Vormundschaft für Paris. Auch Paris und ihre Brüder wurden von ihr betreut. Sie zogen auf das Anwesen der Familie Jackson in Calabasas, Kalifornien, wo sie von Mitgliedern ihrer Großfamilie umgeben waren. Für die Kinder bedeutete der Umzug von Neverland in eine konventionellere Umgebung eine große Umstellung, obwohl Catherine für sie eine Quelle der Liebe und Stabilität war. Nach dem Tod ihres Vaters sah sich Paris mit einer ganzen Reihe von emotionalen Hindernissen konfrontiert. Sie verglich das Ereignis mit dem Verlust eines Elternteils und der einzigen Person, die sie wirklich verstand. Paris zeigte während der öffentlichen Gedenkfeier für Michael eine große Stärke, obwohl sie trauerte. Sie trat ans Mikrofon und wandte sich mit Tränen in den Augen an das Publikum, während sie ein schwarzes Kleid trug und deutliche Anzeichen von Emotionen zeigte. Seit meiner Geburt ist mein Vater der wunderbarste Elternteil, den man sich wünschen kann. Und ich wollte nur zum Ausdruck bringen, wie sehr ich ihn respektiere und verehre. Einen seltenen Einblick in die Tiefe ihrer Beziehung zu ihrem Vater gewährten ihre Worte, die Millionen von Menschen das Herz brachen und Millionen von anderen anrührten. In dieser Zeit konnte Paris Trost bei ihren Geschwistern finden, insbesondere bei Prince, ihrem älteren Bruder, zu dem sie eine starke Verbindung hatte. Gemeinsam bewältigten sie ihre Trauer und gewöhnten sich gleichzeitig an die neue Realität. Trotz der zunehmenden Aufmerksamkeit der Medien lernte Paris bald, mit den Herausforderungen umzugehen, die sich aus der Tatsache ergaben, dass sie über ihren Nachnamen verfügen konnte, indem sie die Überzeugungen ihres Vaters übernahm und ihren eigenen Weg ging. Wollte sie das Erbe, das ihr Vater hinterlassen hatte, würdigen. Als sie begann, herauszufinden, wer sie außerhalb von Michaels Einfluss war, waren ihre Jugendjahre von Widerstandsfähigkeit und der Entdeckung ihrer Persönlichkeit geprägt. Durch Aktivitäten wie den Besuch einer Privatschule und die Wiederherstellung des Kontakts zu ihrer echten Mutter, Debbie Rowe, begann Paris schließlich, die Teile ihres Lebens, die ihr bis dahin gefehlt hatten, Stück für Stück zusammenzusetzen. Berichten zufolge unterhält Paris Jackson eine enge Beziehung zu ihren beiden Brüdern Prince und Biggie. Wie bereits erwähnt, wuchsen die Geschwister in einem einzigartigen Umfeld auf, das ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Unterstützung förderte. Das lag daran, dass ihr Vater während der gesamten Zeit, in der sie aufwuchsen, ihr Vormund war. Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters im Jahr 2009 waren die Geschwister viel stärker aufeinander angewiesen als sonst. Prince hat häufig über ihre enge Freundschaft gesprochen und dabei hervorgehoben, dass sie im Laufe ihrer Partnerschaft gelernt haben, sich in verschiedener Hinsicht aufeinander zu verlassen. Er sagte, ihre Beziehung sei sehr real und unbearbeitet und zeige das einzigartige Verständnis, das sie durch ihre gemeinsamen Erfahrungen gewonnen haben. Um ihre Verbundenheit miteinander zu demonstrieren, sind die Geschwister gelegentlich auch allein in der Öffentlichkeit aufgetreten. Obwohl es eine seltene Gelegenheit für die drei war, gemeinsam auf dem roten Teppich zu erscheinen, gingen sie zur Londoner Premiere von MJ the Musical, einem Musical zu Ehren ihres Vaters. Diese Veranstaltung fand im März 2024 statt. Trotzdem hat Paris ihre Verehrung für ihre Brüder deutlich zum Ausdruck gebracht, vor allem für Prince, den sie mit ihrem Zwilling vergleicht und den sie sehr schätzt. Diese tiefe familiäre Beziehung, die für Paris eine Quelle der Stärke und Unterstützung zu sein scheint, hat sich aufgrund der Schwierigkeiten, die sie gemeinsam durchgemacht haben, entwickelt.
Dennoch ist die Jackson-Familie ziemlich groß und besteht aus einer Vielzahl von Tanten, Onkeln und Cousins, die alle einen bedeutenden Beitrag zur illustren Geschichte der Familie in der Unterhaltungsbranche geleistet haben. Die Komplexität einer so bedeutenden Genealogie hat sich auf Paris' Beziehungen zu ihren Vorfahren ausgewirkt. Sie wurde beim Besuch von Familienfesten und Zusammenkünften beobachtet, was darauf hindeutet, dass sie den Kontakt zu ihren Verwandten aufrechterhält. Obwohl genaue Einzelheiten über ihre Beziehungen zu den einzelnen Familienmitgliedern häufig vertraulich behandelt werden, wurde sie bei diesen Festen gesichtet. Es ist möglich, dass die gemeinsamen Erfahrungen der Familie in der Öffentlichkeit dazu geführt haben, dass die Mitglieder der Familie ein gemeinsames Verständnis füreinander und einen Sinn für Kameradschaft entwickelt haben. Paris und Prince Jackson veröffentlichten im September 2024 eine öffentliche Erklärung, in der sie ihre Trauer über den Tod ihres Onkels Tito Jackson, der 70 Jahre alt geworden war, zum Ausdruck brachten. Während Prince einen Familienschnappschuss in den sozialen Medien hochlud, in dem sie ihre unendliche Liebe zu ihrem Onkel zum Ausdruck brachten, teilte Paris ein Foto von Familie und Freunden, das zusammen mit einer aufrichtigen Erklärung schöne Erinnerungen wachrief. Diese öffentliche Zurschaustellung von Trauer ist ein anschauliches Beispiel für die familiären Beziehungen, die innerhalb der Familie fortbestehen. Die Jacksons waren zwar eine Stütze für Paris, aber auch ein Brennpunkt der Schwierigkeiten für die Stadt. Nach dem Tod von Michael wurden Paris und ihre Brüder in die Obhut ihrer Großmutter gegeben. Dieses Arrangement bot ihnen die Möglichkeit, in einer schwierigen Zeit eine sichere und beständige Familienatmosphäre zu erleben. Die Familie hatte mit internen Streitigkeiten zu kämpfen, von denen einige aufgedeckt wurden. Im Jahr 2013 gab es Gerüchte, dass Paris und ihr Bruder Prince einen Streit hatten, der mit einer Zeit zusammenfiel, in der Paris erhebliche persönliche Herausforderungen durchlebte. Trotz ihrer Schwierigkeiten haben die Geschwister ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen, indem sie sich oft zusammenschlossen, um sich in schwierigen Zeiten gegenseitig zu unterstützen. Die erweiterte Jackson-Familie war auch in öffentliche Streitigkeiten und Kontroversen verwickelt, von denen auch Paris betroffen war. Die Tatsache, dass Paris in der Lage war, diese familiären Probleme zu bewältigen, während sie unter öffentlicher Beobachtung stand, erforderte ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und hat ihre Einstellung zu Familie und Loyalität beeinflusst. Es besteht die Möglichkeit, dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass sich Paris' Bindung zu ihrer leiblichen Mutter im Laufe der Zeit entwickelt hat. Nach der Auflösung ihrer Ehe mit Michael hatte Paris nur noch sehr wenig Kontakt zu ihrer Mutter. Debbie war von 1996 bis 1999 mit Michael verheiratet. Paris hingegen bemühte sich, wieder Kontakt zu Debbie aufzunehmen, als sie ein Teenager war. Ihr erster Kontakt mit ihm kam zustande, als sie 15 Jahre alt war, und die beiden begannen, an der Wiederherstellung ihrer Verbindung zu arbeiten. Es ist jedoch möglich, dass die Liebe, die Paris für ihre Mutter empfindet, und die Bindungen innerhalb der Jackson-Familie nicht die einzigen Gründe dafür waren, dass Paris sich wieder mit ihrer Mutter vereinigen wollte. Persönliche Kämpfe und Triumphe. Schon in jungen Jahren wurde Paris Jackson mit Schwierigkeiten konfrontiert, die sich viele Menschen nur vorstellen können. Das Kind des berühmtesten Entertainers der Welt zu sein, setzte sie einer Belastung aus, die nur wenige aushalten können. Trotz der Schutzmaßnahmen, die ihr Vater ergriff, fand die Intensität der Medienaufmerksamkeit irgendwie einen Weg, in ihr Leben einzudringen. Paris bezeichnete Michael häufig als ihre wichtigste Bezugsperson und hielt ihn für den nettesten und fürsorglichsten Vater, den die Welt je gesehen hatte. Sein Tod hinterließ in ihrem Leben ein unvergleichliches Vakuum. Für ein kleines Kind, dessen ganzes Universum sich um einen so einzigartigen Menschen drehte, war der Verlust sowohl verheerend als auch beunruhigend. Etwa zu der Zeit, als Paris ins Teenageralter kam, begann sie, Anzeichen von Angst und Verzweiflung zu zeigen. Aufgrund der Schwere ihrer Trauer und der Belastung, als Jackson aufzuwachsen, erlebte sie eine Reihe von Emotionen, die schwer zu bewältigen waren. Als sie Mitte 20 war, hatte Paris bereits mehrfach versucht, ihr Leben zu beenden. Den ersten dieser Versuche unternahm sie im Alter von 14 Jahren, als sie intensive Gefühle der Isolation und des Kummers erlebte. Anschließend gab sie ein Interview, in dem sie die Dunkelheit, die sie durchleben musste, detailliert schilderte und erklärte, dass sie nicht glaubte, dass sie bis zu ihrem 18. Mit Hilfe von Therapie und psychologischer Betreuung konnte sie sich Bewältigungsmechanismen aneignen,
um mit dem Stress und den Emotionen, die sie erlebte, umzugehen, was ein wesentlicher Bestandteil ihrer Rehabilitation wurde. Paris hat sich bemüht, das Stigma, das mit psychischer Gesundheit verbunden ist, zu minimieren, indem sie offen über ihren Weg gesprochen hat. Sie hat andere häufig dazu ermutigt, sich in Behandlung zu begeben, wenn sie eine solche benötigen. Andererseits kämpfte sie während ihrer Teenagerjahre und im frühen Erwachsenenalter mit Drogenmissbrauch. Später erklärte sie, dass sie in dieser schwierigen Phase ihres Lebens das Gefühl hatte, sich von sich selbst, ihrer Familie und den Dingen, die ihr am Herzen lagen, weit entfernt zu haben. Um genau zu sein, feierte Paris vor wenigen Tagen 5 Jahre Nüchternheit, was einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Stadt darstellt. Sie dokumentierte ihren Weg von der Sucht zur Genesung mit einer Videomontage, die sie auf Instagram in einem Posting voller Emotionen veröffentlichte. Der rohe Film enthüllt ihre Herausforderungen, Erfolge und die Unterstützungsstruktur, die es ihr ermöglicht hat, sich während der ganzen Tortur über Wasser zu halten. Ihre eigene Musik spielte im Hintergrund, während der Film eine kraftvolle Botschaft der Beharrlichkeit und des Optimismus vermittelte. Das Video war auch ein persönlicher Ausdruck. In ihrer Botschaft an alle, die eine schwierige Zeit durchmachen, sagte sie, ihr seid nicht allein und ihr seid nicht unwürdig. Es ist kein Wettlauf, es ist ein Marathon. Sie hat öffentlich anerkannt, dass die Behandlung, die Fürsorge ihrer Angehörigen und die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, die sie sich selbst geschaffen hat, eine wichtige Rolle bei ihrer Rehabilitation gespielt haben. Um ihr Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, hat sie begonnen, Yoga und Meditation zu praktizieren. Und sie stützt sich stark auf ihre Musik als Methode zur Katharsis. Im Laufe der Gespräche hat Paris immer wieder betont, dass es wichtig ist, einen Sinn und eine Freude in seinem Leben zu finden, um destruktive Neigungen zu stabilisieren. Ihre Bereitschaft, offen und ehrlich über die Herausforderungen zu sprechen, mit denen sie konfrontiert war, wurde als mutig und kritisch gelobt, insbesondere in einer Kultur, die Sucht nach wie vor stigmatisiert. Paris Jackson verbrachte einen großen Teil ihrer Jugend damit, mit Schmerzen und Ängsten zu kämpfen. Sie entdeckte, dass sie dazu bestimmt war, sich künstlerisch zu betätigen. Als sie sich in die Welt der Musik, der Mode und des Kinos wagte, schuf sie sich eine eigene Identität und ließ sich von der kreativen Brillanz ihres Vaters und ihren eigenen Vorlieben inspirieren. Musik ist ein zentraler Bestandteil der Reise von Paris. Ihr erstes Studioalbum mit dem Titel Wilted wurde im Jahr 2020 veröffentlicht. Ein gefühlvoller Indie-Folk, der von Musikkritikern positiv aufgenommen wurde. Es ist eine Mischung aus rohen, emotionalen Worten und luftigen Melodien. Paris' Musik hat einen sehr nachdenklichen Ton, der sowohl ihre persönlichen Nöte als auch ihre Erfolge zum Ausdruck bringt. Im Gegensatz zu den fröhlichen Pop-Songs, für die ihr Vater berühmt war. Songs wie Let Down erregten wegen ihrer bedrohlichen Verletzlichkeit Aufmerksamkeit. Und Paris bewies mit diesen Liedern, dass sie eine ganz eigene künstlerische Stimme hat. Paris nutzte Konzerte, um ihre Fähigkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und ihre Bühnenbeherrschung unter Beweis zu stellen, ein Talent, das offensichtlich vererbt wurde. Darüber hinaus fand Paris, dass Live-Auftritte ein zusätzliches Mittel darstellten, mit dem sie sich ausdrücken konnte. Auch in der Pariser Modebranche hat sie große Fortschritte gemacht. Nachdem sie bei IMG Models unterschrieben hatte, wurde sie schnell zum Liebling der Branche und zierte bereits die Titelseiten von renommierten Magazinen wie Rolling Stone und Harper's Bazaar. Aufgrund ihres unverwechselbaren Aussehens und ihrer Boho-Chic-Attitüde war sie eine offensichtliche Wahl für Werbungen, die Luxus und Originalität miteinander verbinden. Zusätzlich zu ihren anderen Aktivitäten wagte sich Paris an die Schauspielerei und trat in Filmen wie der 2018 erschienenen dunklen Komödie Gringo auf, in der sie sich erfolgreich mit prominenten Persönlichkeiten der Branche messen konnte. Obwohl sie sich nicht ausschließlich auf die Schauspielerei konzentriert hat, erforscht Paris dieses Medium weiterhin als Erweiterung ihrer kreativen Ambitionen und fügt ihrer komplexen Karriere damit eine weitere Dimension hinzu. Das Leben im Rampenlicht der Öffentlichkeit ist jedoch nicht ohne Schwierigkeiten, auch wenn es wie ein Traum klingen mag. Ihr ganzes Leben lang wurde sie sowohl gelobt als auch kritisiert. Und die Medien haben jede ihrer Handlungen unter die Lupe genommen. Paparazzi verfolgen sie bei ihren täglichen Aktivitäten. Boulevardzeitungen machen Schlagzeilen über ihr Privatleben. Und in Internetforen wird häufig über ihre Beziehungen und ganz allgemein über alle ihre persönlichen Entscheidungen spekuliert.
Diese Prüfung wurde von Paris in direkter Weise aufgenommen. Durch die Nutzung sozialer Medien wie Instagram ist sie in der Lage, direkt mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, ihre Musik mitzuteilen, über ihr Leben zu berichten und sich für Themen wie psychische Gesundheit und Umwelt einzusetzen. Durch ihre Texte, die ihre lustige, aufrichtige und ehrliche Art widerspiegeln, hat sie die Zuneigung ihrer Anhänger gewonnen. Andererseits ist Paris auch nicht von öffentlicher Kritik verschont geblieben, vor allem wenn es darum geht, Gespräche über strittige Themen zu führen. Ihre Bereitschaft, offen mit dem komplizierten Erbe ihres Vaters umzugehen, hat in Verbindung mit ihrer Abneigung, den Erwartungen der Öffentlichkeit zu entsprechen, gelegentlich zu einer Spaltung des Publikums geführt. Paris ist weiterhin ganz sie selbst und legt mehr Wert auf ihre persönliche Integrität als auf die Akzeptanz der Gesellschaft. Tatsache ist, dass Paris' Identität nach wie vor untrennbar mit dem Jackson-Erbe verbunden ist, obwohl sie mehrere Versuche unternommen hat, sich aus dem Schatten ihres Familiennamens zu lösen. Im Laufe ihres Lebens kamen immer wieder Gerüchte und Spekulationen über ihre Eltern auf. Paris ergriff Maßnahmen, um ihre persönliche Herkunft genauer zu erforschen, was durch Gerüchte und den Wunsch, Antworten auf Fragen zu ihrer Herkunft zu finden, motiviert war. Was als Selbstbeobachtungsreise der beiden begann, entwickelte sich schnell zu einer Untersuchung ihrer biologischen Wurzeln, die sie schließlich dazu veranlasste, die Möglichkeit eines DNA-Tests in Betracht zu ziehen. Paris war sich kaum bewusst, dass die Ergebnisse eine Bombe auslösen würden, die nicht nur ihre Position innerhalb der Jackson-Familie neu definieren würde, sondern auch den Eindruck der Öffentlichkeit von ihr als Individuum erschüttern würde. Die Ergebnisse. Es ist bekannt, dass Paris Jackson ihre DNA getestet hat, um ihre biologischen Wurzeln zu erforschen. Diese Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, die mit der Jackson-Familie in Verbindung stehen. Berichten zufolge haben die Ergebnisse eine unerwartete Enthüllung bestätigt. Es stellte sich heraus, dass Michael Jackson, der Mann, der sie großgezogen hatte und den sie immer als ihren Vater betrachtet hatte, nicht ihr tatsächlicher Großvater war. Berichten zufolge hat der DNA-Test etwas ans Licht gebracht, was niemand von uns je erwartet hätte. Ihr Bruder Prince, der bei ihr war, als sie das Paket erhielt, erfuhr es laut Quellen als erster. Nachdem sie sich die Lippen zugehalten und über 15 Minuten lang geweint hatte, konnte Paris schließlich erklären, mein richtiger Vater ist Mark Lester. Paris war fassungslos, und wir können uns nur vorstellen, wie erstaunt sie war. Herrgott, wie kann so etwas wahr sein? Es war Prince, der später verriet, dass Paris Jackson alle Verbindungen kappen wird, sobald die DNA-Ergebnisse zeigen, dass Michael Jackson nicht ihr Vater ist. Er erklärte auch, dass es ihr das Herz bricht, dass ihr nie jemand die Wahrheit gesagt hat, nicht einmal nach Michael Jacksons Tod. Dennoch bin ich sicher, dass auch Sie daran interessiert sind, mehr über Ihren biologischen Vater zu erfahren. Es gibt eine langjährige Beziehung zwischen Mark und der Jackson-Familie. Mark ist vor allem durch seinen Auftritt in dem Film Oliver bekannt, der 1968 veröffentlicht wurde. In den 1980er Jahren bauten er und Michael eine enge Beziehung zueinander auf, wobei Lester im Laufe ihrer Beziehung eine vertraute Person war. Die Nähe, die sie hatten, erstreckte sich auch auf ihre Familien, wie die Tatsache beweist, dass Marks Kinder und Michaels Kinder bei mehreren Gelegenheiten Zeit miteinander verbrachten. Auch wenn die Gerüchte über eine mögliche Verbindung zwischen Mark und Paris nicht mehr ganz frisch waren, kursierten sie immer noch. Mark hatte zuvor auf diese Aussicht angespielt, indem er darauf hinwies, dass er einmal aus persönlicher Freundschaft und Michaels Wunsch, eine Familie zu gründen, als nun ja, Matrosenpate für Michael fungiert hatte. Sie taten dies in der Erwartung, dass diese Möglichkeit Wirklichkeit werden würde. Die Situation verlieh den Enthüllungen mehr Bedeutung, aber Paris war Berichten zufolge sowohl schockiert als auch entschlossen, als sie die Ergebnisse der Untersuchung erfuhr. In Anbetracht der Tatsache, dass sie immer geglaubt hatte, Michael sei in jeder Hinsicht ihr Vater, warfen die Entdeckungen einige schwierige Überlegungen zu Identität, Erbe und den Verbindungen zwischen Familienmitgliedern auf. Enge Freunde von Paris teilten mit, dass sie die Ergebnisse nicht als Verrat, sondern als Chance betrachtete, ihr Selbstverständnis zu überdenken. Berichten zufolge hat sie sich persönlich zurückgezogen, um die Konsequenzen zu begreifen und sich zu isolieren, um ihre Gefühle mit ihrer tiefen Zuneigung zu dem Mann, der sie aufgezogen hat, in Einklang zu bringen. Aus den Quellen geht hervor, dass Paris beschloss, auf diese Informationen mit Anstand zu reagieren.
Anstatt ihr Missfallen über die Nachricht in einem öffentlichen Forum zum Ausdruck zu bringen, enthielt sie sich jeder schnellen Bemerkung. Ihr Vorgehen wurde von denjenigen, die ihr nahe standen, als überlegt und respektvoll angesehen. Sie legte den Schwerpunkt darauf, ihre persönliche Ruhe zu bewahren und gleichzeitig Michaels Vermächtnis zu würdigen. Gerüchte besagen, dass sich Paris' Verbindung zu anderen Mitgliedern der Jackson-Familie zu entwickeln begann, obwohl Michaels Stellung in ihrem Leben als Figur der Liebe und Inspiration unverändert bleibt. Berichten zufolge distanzierte sie sich aufgrund der Last ungelöster Fragen, lang anhaltender Spannungen und eines neuen Gefühls von Individualismus von einigen familiären Dynamiken. Einige Paris nahestehende Personen behaupten, dass sie diese Entscheidung nicht spontan oder aus Feindseligkeit getroffen hat. Ihr Wunsch, ein Leben abseits der familiären Pflichten zu führen, die ihre Entwicklung in gewisser Weise in den Hintergrund gedrängt hatten, war die Ursache für ihre Entscheidung. Paris Jackson soll sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen haben, das sie mit dem großen Namen Jackson verbunden hatte, obwohl sie nach wie vor Zuneigung für eine Vielzahl von Familienmitgliedern empfindet. Mark hingegen hielt sich mit öffentlichen Äußerungen zurück und wahrte so eine respektvolle Distanz, während er Paris offenbar in einem privaten Rahmen unterstützte. Es ist jedoch unvermeidlich, dass er sich irgendwann gezwungen sehen wird, seine Meinung zu äußern. In dieser Geschichte geht es nicht um einen Skandal, es geht um Identität. Es geht um eine junge Frau, die im Schatten einer globalen Ikone versucht, ihre Wahrheit zu verstehen. Findest du, dass Paris den Namen Jackson weiterverwenden sollte? Oder ist es richtig, dass sie sich zurückzieht und neu anfängt? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Wir wollen von dir hören. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat oder dich zum Nachdenken darüber gebracht hat, was Family wirklich bedeutet, dann klicke auf Like, Subscribe und schalte die Benachrichtigungen ein. Weitere wahre Geschichten sind unterwegs und sie verdienen es, erzählt zu werden.